Mitte November in Nordrhein-Westfalen. Die Drückjagdsaison ist im vollen Gange. In diesem kurzen Video möchte ich euch von einigen Drückjagden hier aus meinem jagdlichen Heimatland erzählen. Es beginnt bei Kaiserwetter im Buchenrauschen. Ein Stand mittendrin. Bedingt durch Buchen- und Eichelmast sind viele Sauen an diesem Tag im Revier. Das merke ich schon, als mich nach einer Minute eine kleine Frischlingsrotte direkt im Rand der Verjüngung anwechselt. Nur indem ich mich auf das Sitzbrett gestellt habe, konnte ich gerade so über die Brombeeren hinweg auf 50 Meter den Frischling erlegen. Er liegt im Knall und es dauert nur wenige Sekunden, da kommt die Rotte diesmal tiefer im Buchenrauschen zurück. In den Buchen konnte ich sie zwar sehen, aber viel zu viele Äste im Weg für einen sicheren Schuss und über die Schneise kommen sie nicht. Ich möchte noch erwähnen, dass solche Actionkameras, mit der ich und auch viele andere hier filmen, die Szenen häufig verzerrt durch den Weitwinkel darstellen. Erst im digitalen Zoom kann man vielleicht erahnen, dass man, so wie ich hier durch mein Zielfernrohr schaue, der Schuss gar kein Problem war. Es war mehr oder weniger die klassische laufende Keilersituation. Auch wenn das für euch Zuschauer manchmal schwer durch den Weitwinkel der Actionkameras nachzuvollziehen ist. Bip. Auch wenn das Reh nicht wollte, das Rascheln kündigt neues Wild an. Die Sau verendet im Knall, schlägelt noch kurz und deswegen bleibe ich auch einfach noch ein paar Momente mit dem Absehen drauf. Stichwort Grellschuss, einfach zur Sicherheit. Noch ein kleiner Tipp für euren Jagdrucksack am Rande, nämlich so ein leichter Tarnschal, der nicht viel Platz wegnimmt, sehr leicht ist und den Unterschied in manchen Momenten ausmachen kann. Bip. Diese Sau hat sich gekonnt davongeschlichen. Da hilft dann auch der Tarnschal nicht. Und dann geht es rasend schnell. Und ich wette, dieses Gefühl kennt jeder. Man ist felsenfest überzeugt, wunderbar geschossen zu haben. Doch die Hatz geht in diesem Fall einfach weiter. Die Zeitlupe klärt auf. Eigentlich schwinge ich sauber mit der Sau mit und drücke auch im richtigen Moment ab. Doch im entscheidenden Moment macht die Sau einen Satz, ich glaube über ein Grasbüschel hinüber, sodass ich sie wirklich ganz knapp unterschieße. Und das wird auch die Kontrollsuche mit dem Schweißhundeführer Wolfgang Olfermann bestätigen. Besser vorbei als krank geschossen
Und die Kamera hat mir in diesem Fall geholfen, zu verstehen, was da los war. Ja, und wer kennt das nicht? Gerade nach dem Fehlschuss tut diese Sau dem Selbstbewusstsein richtig gut, denn die kam sehr schnell über die Schneise. Der erste Schuss saß perfekt in der Kammer. Mit dem vorherigen Fehlschuss im Kopf habe ich dann noch ein zweites Mal nachgeschossen. Der Schuss kam aber gar nicht an, da waren zu viele Buchen dazwischen. Dank der Hundearbeit also ein dritter Frischling, der mir hier heute vergönnt wird. Die Tracker-App zeigt, dass der Hund schon wieder am Auto ist, denn die Jagd ist vorbei. Weidmanns Dank für diesen Jagdtag, für diesen Stand und für diesen Anlauf. Das war wirklich richtig einmalig und klasse. Das Schöne ist, ich werde diese Jagd im nächsten Jahr schon wieder besuchen. Doch dieses Mal unter anderen Vorzeichen. Ja, ich bin wieder auf dem Stand vom letzten Jahr. Hat sich ein klein bisschen verändert, ist ein bisschen zugewachsen. Die große Fichte ist umgestürzt. Ein bisschen mehr Sichtfeld dadurch. Aber gerade hier hinten in den Brombeeren, wo ich letztes Jahr die erste Sau geschossen habe, das ist alles viel zugewachsener, da kann ich gar nicht mehr hinschauen jetzt. Dementsprechend bin ich mal sehr gespannt, es ist ein bisschen ruhiger als letztes Jahr. Hat eben kräftig geregnet. Und deswegen, die Schüsse sind eher noch vereinzelt, wenige ab und zu. Ich hoffe, das ändert sich gleich noch. Bin mal sehr gespannt. In diesem Jahr sind die Bedingungen deutlich schwieriger. Es ist nass, die Vegetation ist hoch, man hört das Wild nicht kommen. Und dennoch, direkt zu Beginn der Jagd, sehe ich hier eine starke einzelne Sau, die sich im Buchenrauschen davonschleicht. Ich kann sie nur schemenhaft im Tiefenrohr sehen. Über die Schneise wird sie erstmal nicht kommen. Und da wird mir persönlich dann wieder ganz deutlich klar, wie sehr die äußeren Bedingungen die Jagd bestimmen. An diesem Tag ist es auch noch windig. Das Reh, was ich hier vorhabe, schleicht sich ebenfalls davon. Genauso wie 3 Sauen, die ich einfach durch Zufall im Augenwinkel sehe, da ich sie halt nicht kommen hören kann. Dann ist es auch völlig egal, welche Technik ihr verwendet. Diese Bedingungen könnt ihr nicht auf dem Hochsitz beeinflussen. Und dann zeigt sich trotzdem, Jagd ist Jagd. Die Treiber sind schon 3-mal durch. Die Jagd geht nur noch 5 Minuten. Meine Kamera ist schon eingepackt. Da kommt die einzelne starke Sau zurück. Weidmanns Dank. Und das war durchaus ein besonderes Wildschwein. Denn wo kann man noch bei uns in Nordrhein-Westfalen in solch schönen Fichtenwäldern solch eine flinke Sau erlegen? Generell kann man, denke ich, schon sagen, dass es in diesem Jagdjahr 2023 wieder flächendeckend mehr Schwarzwild gibt. Hier am Ende des Treibens fixiert mich jetzt ein Reh, deswegen Nerven bewahren, ganz langsam zur Waffe greifen und auf die richtige Chance warten. Denn
Meistens bleibt so ein Reh auch nochmal stehen. Hepp. Und mit diesem Schmalreh als letzte Jagdbeute des Tages möchte ich mich für dieses Video verabschieden. Ich war aber noch auf einigen Drückjagden unterwegs und habe fleißig gefilmt. Das seht ihr dann hier auf YouTube oder Hunt on Demand. Weidmanns Heil. Da bin ich auch zutiefst dankbar für.